Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Heute ist Tag 173. Thema: Präsentationstechniken. Wir lernen 15 wichtige Wörter für den Alltag. Heute zeigen wir euch eine sehr effektive Methode, um eure Aussprache zu verbessern. Shadowing. Beim Shadowing sprecht ihr fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Hier sind 3 einfache Schritte. Hört zuerst nur zu. Achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Denkt nicht an Grammatik, hört nur den Klang. Jetzt spricht ihr mit. Versucht genauso zu sprechen wie der Sprecher. Achtet auf Tempo, Stimme und Gefühl. Nehmt euch selbst auf. Vergleicht eure Stimme mit dem Original. So erkennt ihr eure Fehler und könnt euch verbessern. Bitte lest nicht nur still mit. Shadowing funktioniert nur, wenn ihr laut spricht. Euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Bleibt bis zum Ende, dort hört ihr unsere Mini-Story. Genau. Also, lasst uns direkt ins Thema springen. Für eine richtig gute Präsentation braucht man nämlich nicht nur eine klare Aussprache, sondern auch die passenden Vokabeln. Absolut. Stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr steht auf einer ganz großen Bühne. Das Licht blendet euch, der Beamer funktioniert plötzlich nicht mehr und alle starren euch an. Oh ja, da rast das Herz sofort, oder? Ja, total. Und genau deshalb analysieren wir heute nicht nur Vokabeln, sondern wir schauen uns an, wie man das überlebt. Lass uns mit den ersten Substantiven anfangen, die sozusagen die Basis bilden. Sehr gern. Unser erstes Wort ist die Körpersprache. Die deutsche Erklärung lautet: Das sind die unbewussten Signale des Körpers beim Sprechen, also zum Beispiel die Gestik, die Mimik oder auch die allgemeine Haltung. Genau. Und auf Englisch heißt das Body Language. Richtig. Der Beispielsatz dazu aus unserem Material lautet: Eine offene Körpersprache signalisiert dem Publikum Kompetenz und Selbstbewusstsein. Ich finde ja, Körpersprache ist quasi wie die Hintergrundmusik in einem Film. Man hört sie nicht bewusst, aber sie bestimmt das ganze Gefühl im Raum. Das ist eine super Analogie. Wenn man die Arme verschränkt, wirkt man direkt abweisend, auch wenn man etwas Nettes sagt. Eben. Und wer beobachtet diese Körpersprache? Das bringt uns direkt zu Wort Nummer 2, das Publikum. Das Publikum. Die Erklärung dafür ist einfach. Das ist die Gruppe von Menschen, die bei einem Vortrag zuhört und zuschaut. Auf Englisch sagt man Audience. Und der passende Beispielsatz für euch. Der Redner versuchte von Anfang an, das Publikum aktiv in den Vortrag einzubinden. Was ja oft gar nicht so leicht ist, weil einen das Publikum so unfassbar nervös macht. Oh ja, warum eigentlich? Warum haben wir so Angst vor diesen Leuten? Naja, das hat biologische Gründe. Wir sind ja Herdentiere. Wenn früher in der Steinzeit die Gruppe einen abgelehnt hat, war das extrem gefährlich. Deshalb alarmiert das Gehirn uns sofort, wenn uns viele Augen anstarren. Krass, das erklärt natürlich einiges. Und um diese Angst zu kontrollieren und das Publikum sicher zu führen, brauchen wir unser drittes Wort: der rote Faden. Der rote Faden, genau. Auf Englisch ist das der Common Thread. Die deutsche Erklärung lautet: Die klare Struktur oder Logik, die sich durch einen gesamten Vortrag zieht. Und der Beispielsatz lautet: Ohne einen roten Faden verlieren die Zuhörer bei langen Präsentationen schnell den Fokus. Aber da muss ich mal kurz kritisch einhaken. Ja, gerne. Ist dieser strenge rote Faden nicht total künstlich? Also wenn ich mich da vorne hinstelle und einfach spontan erzähle, wirklich doch viel authentischer, oder? Das denken viele, aber das ist oft ein gefährlicher Mythos. Da kommt der sogenannte So-What-Faktor ins Spiel. Der was? Der So-What-Faktor. Ohne den roten Faden ist selbst die beste Geschichte verschwendet, weil das Gehirn des Publikums einfach zu hart arbeiten muss, um alles zu sortieren. Die Leute sind dann verwirrt und geben auf. Ah, okay. Eine klare Struktur nimmt den Leuten also sozusagen die Arbeit ab. Ganz genau. Und eine weitere Methode, um dem Gehirn Arbeit abzunehmen, ist unser viertes Wort: die Veranschaulichung. Die Veranschaulichung. Auf Englisch heißt das Illustration. Und das bedeutet die Darstellung von abstrakten Daten durch Bilder, Grafiken oder Beispiele. Der Beispielsatz dazu: Gute Grafiken dienen der Veranschaulichung von komplexen Verkaufszahlen. Und warum funktioniert das so gut? Weil unser Gehirn Bilder einfach viel, viel schneller verarbeitet als abstrakten Text. Das nennt sich Picture Superiority Effect. Durch Veranschaulichung merkt man sich die Dinge einfach besser.
Verstehe. Aber wir können ja nicht nur Bilder zeigen, wir können auch mit Worten Bilder erzeugen. Das führt uns direkt zu unserem 5. Wort, die Redewendung. Die Redewendung. Das ist eine feste Kombination von Wörtern, die zusammen eine bestimmte Bedeutung haben. Auf Englisch übersetzt man das mit Idiom oder Phrase. Der Beispielsatz für euch ist: Verwende einfache Redewendungen, damit dich alle Zuhörer ohne Probleme verstehen. Redewendungen sind super, um das Eis zu brechen. Wenn du sagst, wir sitzen alle im selben Boot, dann hat jeder sofort ein Bild im Kopf. Ja, absolut. So, das waren jetzt sozusagen unsere 5 Zutaten, die Substantive. Wir haben die Körpersprache, das Publikum, den roten Faden, die Veranschaulichung und die Redewendung. Richtig. Und jetzt müssen wir uns anschauen, wie wir Aktionen ins Spiel bringen. Wir kommen zu den Verben. Oh ja, Verben sind der Motor. Unser 6. Wort ist vortragen. Vortragen. Die deutsche Erklärung: einen vorbereiteten Text oder eine Präsentation vor einer Gruppe von Menschen sprechen. Auf Englisch heißt das to present oder to recite. Genau. Und für euch ganz wichtig, die Perfektform ist hat vorgetragen. Der Beispielsatz aus dem Alltag lautet: Er musste das Projektergebnis gestern vor der gesamten Geschäftsführung vortragen. Aber sag mal, warum sagen wir nicht einfach, er hat geredet? Was macht das Wort vortragen so speziell? Naja, vortragen klingt formaler. Es zeigt, dass du etwas vorbereitet hast, wie ein fertiges Werk, das du jetzt präsentierst. Ah, okay. Und bei diesem Präsentieren nutzt man oft direkt unser 7. Wort. Visualisieren. Visualisieren. Auf Englisch to visualize. Und die Perfektform ist? Hat visualisiert. Die Erklärung dazu ist: Abstrakte Gedanken, Daten oder Prozesse in eine sichtbare Form bringen. Zum Beispiel in Diagramme. Der passende Beispielsatz? Wir sollten die Umfrageergebnisse auf der nächsten Folie übersichtlich visualisieren. Das ist quasi das aktive Verb zu unserem Nomen, die Veranschaulichung. Man visualisiert die Zahlen. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. So, und nun zu Wort Nummer 8. Das ist ja oft das große Ziel eines Vortrags. Überzeugen. Überzeugen. Auf Englisch to convince. Und die Perfektform lautet: Hat überzeugt. Das bedeutet, jemanden durch gute Argumente dazu bringen, eine Meinung zu teilen oder zu akzeptieren. Ein klassischer Satz dazu. Mit fundierten Argumenten und Beispielen konnte sie die Kritiker im Meeting überzeugen. Aber da muss ich mal nachfragen. Ich saß schon in so vielen Meetings, wo jemand die absolut perfekten logischen Fakten hatte und trotzdem hat er am Ende niemanden überzeugt. Wie kann das sein? Das ist ein toller Punkt. Kognitionspsychologisch gesehen reicht pure Logik oft nicht aus. Du brauchst neben Logos, also den Daten, auch Ethos, die Glaubwürdigkeit, und Pathos, das Gefühl. Also man muss die Emotionen ansprechen, um wirklich zu überzeugen. Exakt. Und wie macht man das? Unter anderem mit unserem 9. Wort. Betonen. Betonen. Auf Englisch heißt das to emphasize. Und die Perfektform ist? Betonen, die Erklärung. Ein bestimmtes Wort oder ein wichtiges Argument durch die eigene Stimme ganz besonders hervorheben. Der Beispielsatz dazu lautet: Man sollte die Kernbotschaft am Ende des Vortrags noch einmal ganz deutlich betonen. Wenn jemand ohne jede Betonung redet, schaltet unser Gehirn nämlich direkt in den Ruhemodus. Durch das Betonen sagen wir dem Publikum: Achtung, das hier ist jetzt wichtig. Das weckt die Leute wieder auf. Genau wie unser 10. Wort, das die Verbindung zum Publikum stärkt. Interagieren. Interagieren, genau. Auf Englisch to interact. Die Perfektform ist hat interagiert. Und das bedeutet einfach: Aktiv mit den Zuhörern kommunizieren, zum Beispiel durch kleine Fragen oder Diskussionen. Der Beispielsatz ist: Ein guter Redner versteht es, während des Vortrags geschickt mit dem Publikum zu interagieren. Sonst steht man da vorne ja nur wie eine Mauer und textet die Leute zu, oder? Richtig. Experten nennen das oft den Fluch des Wissens. Wenn du nur redest und nie interagierst, baust du eine Wand auf. Interagieren bricht diese Wand ein. Okay, super. Also, wir haben das Fundament, die Substantive, wir haben die Aktionen, unsere Verben. Aber das Wie entscheidet am Ende ja, ob die Leute klatschen oder schlafen. Ganz genau. Und dieses Wie beschreiben wir im 3. Segment mit unseren Adjektiven. Adjektive geben dem Ganzen die Farbe.
Dann lass uns direkt mit Wort Nummer 11 starten. Rhetorisch. Rhetorisch. Auf Englisch rhetorical. Das bedeutet, dass etwas die Kunst des Redens oder die Redetechnik betrifft. Wir nutzen das sehr oft bei Fragen. Unser Beispielsatz: Er stellte eine rhetorische Frage, auf die er gar keine Antwort vom Publikum erwartete. Solche Fragen sind einfach genial, um die Leute wach zu halten. Aber warum eigentlich? Man will ja gar keine Antwort. Weil das Gehirn nicht anders kann. Wenn du eine rhetorische Frage hörst, startet in deinem Kopf unbewusst sofort ein Suchprozess nach der Antwort. Du bist sofort wieder involviert. Ah, clever. Das nächste Adjektiv beschreibt den Zustand, den wir uns wohl alle auf der Bühne wünschen. Wort 12: Souverän. Souverän, das bedeutet, wenn jemand absolut sicher, ruhig und überlegen auftritt, besonders unter Druck. Auf Englisch heißt das confident oder masterly. Der Beispielsatz: Trotz der technischen Probleme führte sie die Präsentation vollkommen souverän zu Ende. Ich muss ja ehrlich gestehen, Ja, wenn mir früher auf der Bühne der Laptop abgestürzt ist, war ich alles andere als souverän. Da hatte ich sofort Panik. oh, das kenne ich. Das ist auch völlig normal. Das ist das Stresssystem im Körper. Der Trick ist, ganz bewusst zu atmen und Pause zu machen. Das signalisiert dem Gehirn, hey, wir sind in Sicherheit. Das beruhigt mich wirklich. Souveränität kann man also üben. Absolut. Und wer ruhig ist, der kann Dinge auch viel besser erklären. Und zwar, und das ist Wort 13, anschaulich. Anschaulich. Das englische Wort ist vivid oder graphic. Und die Erklärung? Klar verständlich und durch gute Beispiele sehr leicht vorstellbar. Ein tolles Beispiel aus dem echten Leben. Der Professor erklärte die physikalischen Gesetze durch ein sehr anschauliches Experiment. Wenn man anschaulich redet, malt man sozusagen ein Bild in den Kopf der Zuhörer, oder? Genau. Das Gehirn speichert diese Informationen dann in einem ganz anderen Bereich ab. Es wird greifbar. Das Gegenteil von anschaulich ist unser 14. Wort und das ist wirklich das pure Gift für jeden Vortrag. Monoton. Monoton, oh ja. Auf Englisch monotonous. Das bedeutet, wenn jemand ohne jede Abwechslung in der Stimme immer im gleichen, langweiligen Ton spricht. Unser Beispielsatz ist eine echte Warnung. Ein monotoner Vortrag führt unweigerlich dazu, dass das Publikum die Aufmerksamkeit verliert. Das ist biologisch bedingt. Wenn ein Reiz wie eine Stimme immer gleich bleibt, filtert das Gehirn das einfach als unwichtig heraus. Man hört es aber, man schläft quasi ein. Und um genau das zu verhindern, nutzen wir unser 15. und letztes Wort. Interaktiv. Interaktiv, das heißt, So gestaltet, dass die Zuhörer selbst aktiv mitmachen oder mitbestimmen können. Die englische Übersetzung ist interactive. unser B1-Beispielsatz lautet: Durch interaktive Elemente wie Live-Umfragen per Smartphone blieb das Publikum aufmerksam. Heutzutage ist das wirklich keine Kür mehr, sondern Pflicht. Wenn du nicht interaktiv bist, schauen die Leute sofort aufs Handy. Wow, das war jetzt wirklich ein intensiver Durchlauf durch unsere 15 Wörter. Ja, aber wir haben ja am Anfang versprochen, dass wir diese Wörter auch in der Praxis zeigen. Genau. Bleibt also dran. Hier kommt unsere Mini-Story. Hört genau hin, ob ihr alle Wörter erkennt. Also, stellt euch vor, Anna muss ihr wichtiges Projekt vor der Geschäftsführung vortragen. Das Publikum schaut sehr streng und Anna ist zuerst extrem nervös. Ihre Stimme klingt am Anfang leider ziemlich monoton und sie verliert fast den roten Faden. Aber da erinnert sie sich an ihre Vorbereitung. Sie achtet bewusst auf ihre Körpersprache und steht ganz gerade. Dann benutzt sie eine bekannte Redewendung, um das Eis im Raum ein bisschen zu brechen. Genau, und sie stellt eine rhetorische Frage, um die Chefs endlich aufzuwecken. Dann beginnt sie aktiv zu interagieren und macht den Vortrag dadurch sehr interaktiv. Sie nutzt auch tolle Bilder zur Veranschaulichung, um die komplizierten Zahlen zu visualisieren und alles sehr anschaulich zu machen. Dabei erinnert sie sich auch daran, die wichtigsten Worte immer gut zu betonen. Und so beendet sie am Ende die Präsentation absolut souverän und kann ihren Chef restlos überzeugen. Ein tolles Beispiel, wie all diese Techniken ineinandergreifen. Absolut. Anna hat das toll gemacht. Das bringt mich zum Abschluss noch auf einen vielleicht etwas provokanten Gedanken für euch, den ihr mal in den Alltag mitnehmen könnt. Oh, erzähl mal. Wir verbringen ja Stunden damit, unsere PowerPoints schön zu machen und Fakten zu sammeln. Aber was, wenn die Art, wie man spricht, am Ende viel wichtiger ist als das, was man inhaltlich sagt?
Boah, das ist ein starker Gedanke. Also, dass die Emotionen und das souveräne Auftreten am Ende mehr zählen als die reinen Daten. Genau. Vielleicht sollten wir alle aufhören, uns nur auf die nackten Worte zu konzentrieren und anfangen, die Melodie dazwischen zu üben. Das ist wirklich etwas Tolles zum Nachdenken für die nächste Präsentation. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare, abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Morgen sprechen wir über... Globales Lernen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen bei Alltagsdeutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.